Lektion 1: Zahlungseinstellungen. Hallo Anna, ich wollte deine Meinung zu dem Zahlungsplan erfahren, den wir besprochen haben. Hallo John, ich denke, die Bevorzugung einer vierteljährlichen Zahlung ist eine wunderbare Idee. Es hilft bei der Budgetierung und dem Cashflow. Genau. Vierteljährliche Zahlungen können einen klaren Überblick über die Finanzen geben. Welche Vorteile sehen Sie in diesem Ansatz? Nun, es ermöglicht eine bessere Finanzplanung. Unternehmen können ihre Ressourcen über das Jahr hinweg effektiver verteilen. Das macht Sinn. Darüber hinaus kann es den Druck verringern, mehrere Zahlungen gleichzeitig zu verwalten. Absolut. Es vereinfacht die Buchhaltung und hilft, Zahlungsverzug zu vermeiden. Glauben Sie, dass es irgendwelche Nachteile gibt? Ein potenzieller Nachteil könnte die Auswirkung auf den Cashflow von Unternehmen sein, die auf schnellere Zahlungen angewiesen sind. Manche bevorzugen möglicherweise monatliche Zahlungen, um ein stabiles Einkommen aufrechtzuerhalten. Es kommt wirklich auf das Geschäftsmodell an. Rechts. Es ist wichtig, die Bedürfnisse aller Beteiligten zu ermitteln. Wie sollten wir das Ihrer Meinung nach mit unseren Kunden angehen? Ich schlage vor, die Vorteile klar darzustellen und Flexibilität zu bieten. Einige Kunden werden die Option zur Auswahl möglicherweise zu schätzen wissen. Das ist eine tolle Idee. Durch die Bereitstellung von Auswahlmöglichkeiten kann die Kundenzufriedenheit gesteigert und Vertrauen aufgebaut werden. Ja, es geht darum, ihre Bedürfnisse zu erfüllen und gleichzeitig die optimale Leistung unseres Unternehmens sicherzustellen. Gut gesagt. Ich bereite einen Entwurf vor, um ihn mit dem Team zu besprechen. Ihre Erkenntnisse sind immer hilfreich. Lektion 2: Einzigartige Erlebnisse. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, ein einzigartiges Erlebnis für unsere Teambuilding-Veranstaltung zu planen. Hallo John, das ist eine wunderbare Idee. Was haben Sie vor? Ich denke über ein Outdoor-Abenteuer nach, zum Beispiel Klettern oder Seilrutschen. Es könnte die Moral der Mannschaft wirklich stärken. Das klingt spannend. Outdoor-Aktivitäten können die Teamarbeit fördern und Bindungen stärken. Haben Sie schon einmal über Logistik nachgedacht? Ja, ich muss die Verfügbarkeit der Einrichtungen und das Qualifikationsniveau unserer Teammitglieder überprüfen. Das ist wichtig. Sicherheit sollte vor allem für Anfänger oberste Priorität haben. Wir sollten auch über eine Aufwärmsitzung nachdenken. Toller Punkt. Ein Aufwärmen kann dazu beitragen, dass sich jeder wohl und vorbereitet fühlt. Was sollten wir sonst noch nicht vergessen? Vergessen Sie nicht, eine Auszeit zum Entspannen und für geselliges Beisammensein einzuplanen. Es hilft, Kameradschaft aufzubauen. Absolut. Durch die Kombination unterhaltsamer Aktivitäten mit Entspannung kann ein ausgewogenes Erlebnis entstehen. Ich stimme zu. Außerdem konnten wir im Nachhinein Feedback einholen, um zu sehen, was allen am besten gefallen hat. Das ist eine kluge Idee. Es wird uns helfen, in Zukunft noch bessere Veranstaltungen zu planen. Ich freue mich darüber. Lektion 3: Optimale Leistung. Hallo Anna, ich habe darüber gelesen, wie wichtig optimale Leistung für die persönliche und berufliche Entwicklung ist. Hallo John, das ist ein interessantes Thema. Was hast du bisher gelernt? Ich habe festgestellt, dass die Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Lebensstils von entscheidender Bedeutung ist. Dazu gehören richtige Ernährung, Bewegung und psychische Gesundheit. Absolut. Ein gesunder Körper unterstützt einen gesunden Geist, der für eine optimale Leistung unerlässlich ist. Haben Sie Tipps für einen Anfänger wie mich, der versucht, seine Leistung zu verbessern?
Da beginnen Sie damit, klare, erreichbare Ziele zu setzen. Dies gibt Ihnen Orientierung und Motivation, weiterzumachen. Das ist ein toller Punkt. Kleine, überschaubare Ziele können im Laufe der Zeit zu größeren Erfolgen führen. Ja, denken Sie auch darüber nach, eine Routine zu schaffen, die regelmäßige Pausen einschließt. Es hilft, die Konzentration aufrechtzuerhalten und Burnout vorzubeugen. Die Idee gefällt mir. Das Einplanen von Pausen kann Ihren Geist aufladen und die Produktivität steigern. Definitiv. Und vergessen Sie nicht, Ihre Erfolge zu feiern, egal wie klein sie sind. Es hält Sie motiviert. Toller Rat. Ich werde mich daran erinnern, wenn ich auf meine Ziele hinarbeite. Danke für deine Einblicke, Anna. Lektion 4: Gesundheitsbedenken. Hallo Anna, ich fühle mich in letzter Zeit unwohl. Ich habe anhaltenden Husten und hohes Fieber. Hallo John, es tut mir leid, das zu hören. Seit wann haben Sie diese Symptome? Es ist jetzt etwa 3 Tage her. Ich dachte, es würde verschwinden, aber das ist nicht der Fall. Das klingt unangenehm. Haben Sie darüber nachgedacht, einen Arzt aufzusuchen? Ich denke darüber nach. Ich möchte sicherstellen, dass es nichts Ernstes ist. Das ist eine kluge Entscheidung. Es ist immer besser, sich untersuchen zu lassen, insbesondere bei Fieber. Genau. Ich habe mich auch etwas müde gefühlt. Es ist schwer, sich auf irgendetwas zu konzentrieren. Müdigkeit kann ein Zeichen dafür sein, dass Ihr Körper gegen etwas ankämpft. Zählen Sie sicher, dass Sie sich ausruhen und ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Ich habe viel Wasser und Kräutertee getrunken. Es hilft, meinen Hals zu beruhigen. Pfiff. Auch Honig im Tee kann bei Husten sehr lindernd sein. Hast du das versucht? Noch nicht, aber ich werde es tun. Ich werde auch darauf achten, mich gesund zu ernähren. Das ist wichtig. Vitaminreiche Lebensmittel können dabei helfen, Ihr Immunsystem zu stärken. Ich werde mich auf jeden Fall auf Obst und Gemüse konzentrieren. Danke für den Rat. Lektion 5: Wertschätzung der Kunst. Morgen. Anna. Neulich habe ich über Michelangelos David gelesen. Es ist so eine ikonische Statue. Hallo John, ich liebe diese Statue. David stellt einen jungen Mann aus der Bibel dar, nicht wahr? Ja, genau. David ist eine berühmte Figur, die dafür bekannt ist, Goliath zu besiegen. Die Statue fängt seine Stärke und sein Selbstvertrauen ein. Das tut es wirklich. Die Details der Skulptur sind unglaublich, insbesondere der Gesichtsausdruck. Absolut. Michelangelos Fähigkeit, Emotionen durch Stein zu vermitteln, ist bemerkenswert. Ich habe immer bewundert, wie lebensecht es aussieht. Die Art und Weise, wie er die Muskeln geformt hat, ist so beeindruckend. Es ist erstaunlich, wie er es geschafft hat, aus einem massiven Marmorblock eine so dynamische Pose zu schaffen. Der Stimme zu. Haben Sie es jemals persönlich gesehen? Noch nicht, aber es steht auf meiner Wunschliste. Ich würde gerne Florenz besuchen und es mir in der Accademia Galerie ansehen. Das wäre ein unvergessliches Erlebnis. Die Gegenwart solcher Kunst ist inspirierend. Sicher. Es ist faszinierend, wie Kunst eine Geschichte erzählen und uns so viel Gefühl vermitteln kann. Lektion 6: Den Park erkunden. Hi Anna, warst du schon im neuen Park in der Innenstadt?
Hallo John, ja, ich war letztes Wochenende dort. Es ist wunderschön. Wissen Sie, ob es einen Eintrittspreis gibt? Nein, der Eintritt in den Park ist frei. Wir mussten nur einen Parkplatz in der Nähe finden. Das ist großartig. Ich liebe freie Plätze im Freien. Welche Aktivitäten haben Sie dort unternommen? Wir machten ein Picknick und gingen die Wanderwege entlang. Die Landschaft ist atemberaubend, vor allem mit all den blühenden Blumen. Das hört sich herrlich an. Ich wette, die frische Luft war erfrischend. Haben Sie interessante Wildtiere gesehen? Ja, wir haben einige Eichhörnchen und verschiedene Vögel entdeckt. Es fühlte sich so friedlich an. Ich liebe es, Vögel zu beobachten. Hast du Essen für das Picknick mitgebracht? Wir haben Sandwiches, Obst und ein paar Snacks eingepackt. Es war ein perfekter Tag, um draußen zu essen. Das hört sich köstlich an. Dort sollte ich auch ein Picknick einplanen. Glaubst du, dass es am Wochenende voll wird? Es kann voll werden, aber es gibt genug Platz für alle. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie früh ankommen, um einen guten Platz zu finden. Die Sache. Wissen Sie, ob demnächst irgendwelche Veranstaltungen im Park stattfinden? Ich habe gehört, dass Sie im Sommer Yogakurse im Freien und Filmabende veranstalten. Es könnte Spaß machen. Das klingt nach einem Riesenspaß. Ich würde gerne am Yoga-Kurs teilnehmen. Es wäre eine großartige Möglichkeit, sich in der Natur zu entspannen. Absolut. Lassen Sie uns den Zeitplan im Auge behalten und gemeinsam planen. Lektion 7. Navigieren durch die Stadt. Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, mit dem Bus zur neuen Kunstausstellung zu fahren. Wissen Sie, wie Sie dorthin gelangen? Hallo John, ja, es ist ziemlich einfach. Nehmen Sie einfach den Bus NR. Woher wissen Sie, wo Sie aussteigen müssen? Ich zähle die Anzahl der Stopps und bitte den Fahrer, mir Bescheid zu sagen, wenn wir die Ausstellung erreichen. Das ist ein kluger Ansatz. Normalerweise schaue ich nur aus dem Fenster, aber es kann sein, dass ich es übersehe. Fest, es ist einfacher, den Überblick über Stopps zu behalten. Sie können auch eine Karten-App auf Ihrem Telefon verwenden. Das stimmt. Ich kann auch in Echtzeit nach Aktualisierungen der Busroute suchen. Klar, die Technologie erleichtert die Navigation erheblich. Waren Sie schon einmal auf der Ausstellung? Nein, das habe ich nicht. Ich bin wirklich gespannt auf die neuen Installationen. Ich auch. Ich habe gehört, dass es interaktive Stücke gibt, mit denen man sich beschäftigen kann. Das hört sich lustig an. Ich liebe Kunst, die zum Mitmachen einlädt. Es macht das Erlebnis unvergesslicher. Lektion 8. Einfluss von Influencern. Hallo Anna, ich habe darüber gelesen, wie Influencer die Markensichtbarkeit erhöhen können. Es ist faszinierend. Hallo John, absolut. Sie haben eine einzigartige Fähigkeit, mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten. Was macht Sie Ihrer Meinung nach so effektiv? Ich denke, es ist ihre Authentizität. Menschen vertrauen ihren Empfehlungen, weil sie sich zuordnenbar fühlen. Ja, es ist, als würde ein Freund ein Produkt vorschlagen. Wir sollten uns auch darauf konzentrieren, wie Marken die richtigen Influencer auswählen. Rechts. Für Marken ist es von entscheidender Bedeutung, sich mit Influencern zusammenzuschließen, die ihre Werte teilen. Dadurch entsteht eine echtere Partnerschaft.
Definitiv. Und das Publikum merkt normalerweise, wann eine Empfehlung erzwungen wirkt. Das kann nach hinten losgehen. Vereinbart. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen. Sind Ihnen in letzter Zeit Kampagnen aufgefallen, die Ihnen besonders aufgefallen sind? Ja, es gibt eine Hautpflegemarke, die mit einem beliebten Beauty-Influencer zusammengearbeitet hat. Das Engagement für ihre Beiträge war unglaublich. Das ist beeindruckend. Haben Sie bestimmte Strategien angewendet, um das Engagement zu steigern? Sie führten ein Gewinnspiel durch, bei dem die Follower ihre Freunde markieren und den Beitrag teilen mussten. Es hat viel Aufsehen erregt. Kluger Schachzug. Diese Art der Interaktion kann Ihre Reichweite wirklich vergrößern. Was halten Sie von Mikroinfluencern? Sie können auch sehr effektiv sein. Sie haben oft ein eher Nischenpublikum, was zu höheren Engagementraten führen kann. Das klingt vernünftig. Darüber hinaus kann die Zusammenarbeit mit Mikroinfluencern für Marken budgetschonender sein. Ja, dadurch können kleinere Marken mit größeren konkurrieren. Glauben Sie, dass Influencer-Marketing von Dauer sein wird? Definitiv. Solange Menschen soziale Medien nutzen, werden Influencer eine wichtige Rolle in Marketingstrategien spielen. Lektion 9. Projektplanung. Morgen, Anna. Ich habe über unser bevorstehendes Projekt nachgedacht. Wie genau sollten wir mit der Zeitleiste sein? Hallo John, das klingt vernünftig. Ich glaube, wir sollten für jede Phase klare Fristen festlegen, um alle auf dem Laufenden zu halten. Ich stimme zu. Wenn wir es in kleinere Aufgaben aufteilen, ist es einfacher zu bewältigen. Hilf. Darüber hinaus können wir den TEA-Mitgliedern Verantwortlichkeiten zuweisen, damit diese Rechenschaft ablegen können. Rechts. Es ist wichtig zu wissen, wer was handhabt. Wie oft sollten wir den Fortschritt überprüfen? Ich denke, wöchentliche Treffen wären effektiv. Dadurch können wir etwaige Probleme frühzeitig angehen. Guter Plan. Wir können auch Projektmanagement-Tools nutzen, um alles organisiert und sichtbar zu halten. Das ist eine tolle Idee. Die Visualisierung der Zeitleiste kann jedem helfen, seine Rollen besser zu verstehen. Genau. Wir sollten auch etwas Flexibilität in den Zeitplan einbauen, für den Fall, dass unerwartete Herausforderungen auftreten. Vereinbart. Es ist besser, auf Veränderungen vorbereitet zu sein, als in letzter Minute zu überstürzen. Absolut. Eine vorausschauende Planung wird das Projekt auf lange Sicht reibungsloser und erfolgreicher machen. Lektion 10. Kaffeegespräche. Hallo Anna. Ich habe in letzter Zeit mit verschiedenen Kaffeemischungen experimentiert. Probieren Sie gerne neue Kaffeesorten aus? Hallo John, klar. Ich liebe es, verschiedene Kaffeesorten auszuprobieren. Welches empfehlen Sie? Kürzlich habe ich einen äthiopischen Kaffee aus einer einzigen Herkunft probiert. Es hatte einen hellen, fruchtigen Geschmack, der wirklich erfrischend war. Das hört sich köstlich an. Ich habe gehört, dass äthiopischer Kaffee einzigartig ist. Welche Braumethode haben Sie verwendet? Ich habe eine Übergießmethode verwendet. Es verstärkt den Geschmack und das Aroma wirklich. Hast du das schon einmal probiert? Ja, das habe ich. Es braucht zwar etwas Zeit, aber das Ergebnis ist es wert. Bevorzugen Sie hellere oder dunklere Röstungen? Ich bevorzuge leichtere Rüstungen wegen ihrer Komplexität.
Dunkle Röstungen können für meinen Geschmack zu bitter sein. Ich verstehe. Ich mag mittlere Röstungen, weil sie Fülle und Säure ausbalancieren. Haben Sie schon einmal Cold Brew gemacht? Ja, ich liebe Coldbrief. Es ist so sanft und erfrischend, besonders im Sommer. Ja, es ist großartig für heiße Tage. Fügen Sie Ihrem Cold Brew etwas hinzu. Manchmal füge ich einen Schuss Milch oder etwas Vanillesirup hinzu. Es verstärkt den Geschmack, ohne ihn zu übertönen. Das hört sich großartig an. Normalerweise trinke ich meinen Schwarzwein, um die natürlichen Aromen zu genießen. Das ist ein guter Ansatz. Jeder Kaffee hat seine eigene Geschichte und die Verkostung ist wie eine Entdeckungsreise durch andere Kulturen. Syluf, irgendwann sollten wir eine Kaffeeverkostung einplanen. Es würde Spaß machen, gemeinsam verschiedene Geschmacksrichtungen zu erkunden. Das würde mir gefallen. Lassen Sie uns einige einzigartige Mischungen finden und einen Tag daraus machen. Lektion 11: Spieltagsgespräch. Morgen, Anna. Hi, hast du das Spiel gestern Abend gesehen? Hallo John, nein, ich habe es verpasst. Wer hat gewonnen? Die Heimmannschaft gewann mit knappem Vorsprung. Es war so ein aufregender Abschluss. Tiffel, ich habe gehört, dass es ein knappes Spiel war. Was ist in den letzten Minuten passiert? Nun ja, die gegnerische Mannschaft erzielte ein Tor und glich damit das Spiel aus. Doch in den letzten Sekunden setzte sich unser Team durch. Puff, das muss heftig gewesen sein. Hast du es mit Freunden gesehen? Ja, wir hatten eine kleine Versammlung. Alle saßen am Rande ihrer Sitze. Ich kann es mir vorstellen. Es macht immer mehr Spaß, mit Freunden zuzuschauen. Was war für Sie der Höhepunkt des Spiels? Das Siegtor war unglaublich. Der Spieler hat ein fantastisches Spiel gemacht. Es war eine echte Teamleistung. Klingt nach einem unvergesslichen Moment. Ich liebe es, wenn es bei Spielen auf den Punkt kommt. Ich auch. Es beschäftigt Sie bis zum Schluss. Planen Sie, das nächste Spiel zu sehen? Definitiv. Ich werde dafür sorgen, dass ich es erwische. Vielleicht können wir es uns das nächste Mal gemeinsam ansehen. Das würde Spaß machen. Wir können unser Team anfeuern und ein paar Snacks genießen. Lektion 12: Art suchen. Hi Anna, hast du eine Minute? Ich brauche einen Rat. Hallo John, klar. Was ist los? Ich habe darüber nachgedacht, mich auf eine neue Stelle zu bewerben, bin mir aber nicht sicher, ob ich mich darauf bewerben soll. Das klingt spannend. Was hält dich zurück? Ich liebe meinen aktuellen Job, aber ich habe das Gefühl, dass ich eine neue Herausforderung brauche. Schön, dass du wachsen willst. Haben Sie sich die Stellenbeschreibung angesehen? Ja, es klingt interessant, aber es ist eine große Veränderung gegenüber dem, was ich jetzt mache. Veränderungen können entmutigend sein, aber sie können auch neue Chancen mit sich bringen. Was denken Sie? Ich stimme zu. Ich habe nur Angst, meine Komfortzone zu verlassen. Das ist völlig normal. Manchmal kann das Verlassen der Komfortzone zu persönlichem Wachstum führen. Wahr. Vielleicht sollte ich mit jemandem sprechen, der dort arbeitet, um seine Sichtweise zu erfahren. Das ist eine gute Idee.
Es könnte Ihnen einen besseren Einblick in die Unternehmenskultur und Erwartungen geben. Ich werde mich an einen Kollegen wenden, der dort Kontakte hat. Es könnte mir bei der Entscheidung helfen. Definitiv. Und denken Sie daran, es ist in Ordnung, sich bei dieser Entscheidung Zeit zu lassen. Danke, Anna. Ihre Unterstützung bedeutet uns viel. Ich werde Sie über meine Entscheidung auf dem Laufenden halten. Lektion 13 von Sternenträumen. Morgen, Anna. Ich habe mich nur befragt, wie es wäre, einen Stern aus der Nähe zu sehen. Hallo John, das ist ein faszinierender Gedanke. Glaubst du, es würde wie der Mond aussehen? Vielleicht. Ich stelle es mir mit all seinen Farben und seiner Helligkeit noch schöner vor. Das kann ich mir vorstellen. Es muss unglaublich sein, an die Weite des Weltraums zu denken. Definitiv. Ich war schon immer von der Astronomie fasziniert. Ich hoffe, eines Tages die Sterne deutlich sehen zu können. Das wäre großartig. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, in ein Planetarium zu gehen? Ja, das habe ich. Sie haben oft Ausstellungen zu Sternen und Galaxien. Es wäre eine tolle Erfahrung. Ich denke, es würde dir gefallen. Manchmal gibt es sogar Teleskopabende zur Sternenbeobachtung. Das klingt perfekt. Vielleicht werde ich eines Tages, wenn ich älter bin, an einen Ort gehen, an dem ich die Sterne ohne Lichtverschmutzung sehen kann. Das wäre ein wunderbares Abenteuer. Die Entfernung von den Lichtern der Stadt muss dafür sorgen, dass die Sterne noch heller leuchten. Genau. Am liebsten würde ich auf einem Hügel liegen, in den Nachthimmel blicken und mir all die Welten da draußen vorstellen. Lektion 14 mit dem Heimtraining beginnen. Hallo Anna, ich freue mich wirklich darauf, meine eigene Yoga-Praxis zu Hause zu eröffnen. Hallo John, das wäre wunderbar. Was hat Sie dazu inspiriert, anzufangen? Ich nehme schon seit einiger Zeit an Kursen teil und fühle mich bereit, zu Hause meine eigene Routine zu entwickeln. Das ist großartig. Eine persönliche Praxis zu haben kann so lohnend sein. Welche Art von Routinen planen Sie? Ich möchte mich auf Flexibilität und Entspannung konzentrieren und vielleicht auch etwas Meditation einbauen. Das klingt perfekt. Meditation ist eine großartige Möglichkeit, Stress abzubauen. Haben Sie bestimmte Techniken ausprobiert? Ja, ich habe Achtsamkeitsmeditation praktiziert. Es hilft mir, präsent und ruhig zu bleiben. Das ist eine fantastische Wahl. Haben Sie zu Hause einen Lieblingsort, an dem Sie üben möchten? Ich denke darüber nach, mein Wohnzimmer zu nutzen. Ich kann ein paar Kerzen und sanfte Musik aufstellen, um eine schöne Atmosphäre zu schaffen. Das klingt einladend. Die richtige Stimmung kann Ihre Praxis wirklich bereichern. Genau. Ich möchte auch meine Fortschritte verfolgen. Vielleicht führe ich ein Tagebuch, um zu notieren, wie ich mich nach jeder Sitzung fühle. Das ist eine kluge Idee. Das Nachdenken über Ihre Praxis kann Ihnen helfen, motiviert zu bleiben und zu sehen, wie Sie sich im Laufe der Zeit verbessern. Ich hoffe es. Ich schaue mir auch einige Online-Kurse zur Orientierung an. Online-Kurse können sehr hilfreich sein, insbesondere wenn Sie gerade erst anfangen. Haben Sie bestimmte Ausbilder im Sinn? Ich habe auf YouTube einige gesehen, die sich auf Anfänger konzentrieren. Ich werde ein paar davon ausprobieren, um zu sehen, welcher Stil bei mir ankommt. Lektion 15. Zahnärztliches Abenteuer.
Morgen, Anna. Ich bin gerade vom Zahnarzt zurückgekommen und Sie haben 2 Fotos von meinen Zähnen gemacht. Es war wirklich cool. Hallo John, das klingt interessant. Was für Bilder haben Sie gemacht? Sie nutzten eine Spezialkamera, um detaillierte Bilder aufzunehmen. Es ist erstaunlich, wie klar sie waren. Wuff, die Technologie hat es so weit gebracht. Haben Sie bei Ihrer Untersuchung etwas Überraschendes festgestellt? Nicht wirklich, nur ein paar Kleinigkeiten, die es zu beachten gilt. Aber das Betrachten der Bilder machte es einfacher, es zu verstehen. Das ist großartig. Es ist immer gut zu wissen, was mit Ihren Zähnen los ist. Haben Sie dir die Bilder erklärt? Ja, der Zahnarzt hat mir gezeigt, wie man bestimmte Bereiche pflegt. Es war sehr informativ. Das ist hilfreich. Sehhilfen können einen großen Unterschied beim Verständnis der Zahngesundheit machen. Sicher. Ich habe auch mehr über die Bedeutung der Verwendung von Zahnseide gelernt. Da war ich etwas faul. Zahnseide ist so wichtig. Es hilft, Karies- und Zahnfleischerkrankungen vorzubeugen. Sie sollten versuchen, es zu einer täglichen Gewohnheit zu machen. Ich werde. Ich möchte meine Zähne gesund halten. Außerdem ist es schön, ein strahlendes Lächeln zu haben. Beruf. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen und gute Gewohnheiten tragen wesentlich dazu bei. Fühlen Sie sich jetzt sicherer in Bezug auf Ihre Zahngesundheit? Definitiv. Ich fühle mich befähigt, mich besser um meine Zähne zu kümmern. Ich denke, ich werde meinen nächsten Termin früher vereinbaren. Lektion 16. Vereinbarung erstellen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wir in unseren Gruppenprojekten alternative Möglichkeiten der Einigung schaffen können. Hallo John, das ist eine tolle Idee. Es kann wirklich dazu beitragen, dass sich jeder einbezogen fühlt. Was haben Sie vor? Nun, ich glaube, wir sollten gemeinsam über Ergebnisse nachdenken, die für beide Seiten vorteilhaft sind und die Bedürfnisse aller befriedigen. Luf. Es ist wichtig, die Ziele jedes Einzelnen zu verstehen. Wie schlagen Sie vor, dass wir beginnen? Wir könnten ein Treffen abhalten, bei dem jeder seine Ideen und Bedenken teilt. Auf diese Weise können wir eine gemeinsame Basis finden. Das klingt effektiv. Vielleicht können wir auch ein Whiteboard nutzen, um unsere Möglichkeiten zu visualisieren. Ja, visuelle Hilfsmittel können wirklich dabei helfen, unsere Gedanken zu klären. Wir könnten alle Lösungsvorschläge auflisten und deren Vor- und Nachteile besprechen. Großartig. Danach konnten wir über die besten Optionen abstimmen. Dies würde sicherstellen, dass jeder bei der Entscheidungsfindung ein Mitspracherecht hat. Genau. Es ist wichtig, eine Umgebung zu schaffen, in der jeder das Gefühl hat, dass seine Stimme wichtig ist. Und wenn jemand anderer Meinung ist, können wir ihn ermutigen, eine alternative Lösung vorzuschlagen. Rechts. Dadurch bleibt das Gespräch konstruktiv. Es geht um die Zusammenarbeit und darum, den besten Weg nach vorne zu finden. Ich bin gespannt, wie dieser Ansatz funktioniert. Es wird interessant sein, die Ideen aller zu hören. Ich auch. Ich denke, dass uns auf diese Weise einige innovative Lösungen einfallen werden. Lektion 17. Eine Versammlung planen. Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, dieses Wochenende ein kleines Treffen zu planen. Was denken Sie? Hallo John, das hört sich lustig an. Was haben Sie sich für die Veranstaltung vorgestellt? Ich möchte eine entspannte Atmosphäre schaffen, in der sich jeder amüsieren kann.
Vielleicht könnten wir ein paar Fingerfoods und erfrischende Getränke zubereiten. Das ist eine tolle Idee. Finderfood eignet sich perfekt für gesellige Zusammenkünfte, da es einfach zu essen ist. Haben Sie bestimmte Gerichte im Sinn? Ich habe darüber nachgedacht, ein paar Mini-Sandwiches, Gemüsetabletts und vielleicht ein paar Obstspieße zuzubereiten. Das hört sich köstlich an. Und Sie sind farbenfroh, was die Präsentation bereichert. Was ist mit Getränken? Ich möchte eine Getränkemischung anbieten. Einige Säfte, Mineralwasser und vielleicht einen Signaturcocktail. Das klingt erfrischend. Ein Signature-Cocktail wäre eine nette Geste. Haben Sie ein Rezept im Kopf? Ich dachte an eine fruchtige Schorle mit Beeren und Minze. Es wäre leicht und aromatisch. Perfekt. Ich kann bei der Vorbereitung helfen. Wir können daraus Spaß machen und eine kleine Konzession daraus machen. Ich liebe diese Idee. Gemeinsames Kochen wird das Zusammensein auf jeden Fall noch angenehmer machen. Ja, außerdem haben wir so die Möglichkeit, uns während der Arbeit auszutauschen und zu lachen. Ich freue mich darauf. Das wird ein tolles Wochenende. Lektion 18. Das richtige Training finden. Hallo Anna, ich habe nach einer neuen Trainingsroutine gesucht. Ich möchte, dass das Training intensiv, aber beherrschbar ist. Hallo John, das klingt nach einem tollen Ziel. Welche Art von Übungen erwägen Sie? Ich denke darüber nach, Hit- oder High-Intensity-Intervalltraining zu integrieren. Es ist effektiv und kann in kurzer Zeit durchgeführt werden. Das ist eine gute Wahl. Die kann Ihren Stoffwechsel wirklich ankurbeln. Wie lange planen Sie, jede Sitzung zu trainieren? Ich würde gerne etwa 30 Minuten anstreben. Ich denke, das reicht aus, um ordentlich ins Schwitzen zu kommen, ohne sich überfordert zu fühlen. Das ist nicht so schlimm. Sie könnten das problemlos in Ihren Zeitplan integrieren. Welche Übungen möchten Sie einbauen? Ich denke über eine Mischung aus Cardio und Krafttraining nach, etwa Purpes, Kniebeugen und Liegestütze. Klingt effig. Diese Übungen zielen auf mehrere Muskelgruppen ab, was fantastisch ist. Hast du Ausrüstung? Ich habe ein paar Hanteln und eine Yogamatte. Ich denke, das wird für das, was ich tun möchte, ausreichen. Perfekt. Für viele Übungen können Sie auch Ihr Körpergewicht nutzen. Es ist sehr effektiv. Absolut. Ich könnte in meine Mittagspause oder direkt nach der Arbeit ein Training einbauen. Das ist eine tolle Idee. Wenn Sie es zur Routine machen, bleiben Sie engagiert. Haben Sie sich konkrete Ziele gesetzt? Ich möchte meine Kraft und Ausdauer verbessern. Vielleicht trainieren Sie in ein paar Monaten sogar für einen lustigen Lauf. Das klingt spannend. Das Training für eine Veranstaltung kann ein großer Motivator sein. Wenn Sie möchten, würde ich Sie gerne bei einigen Läufen begleiten. Das würde mir gefallen. Einen Trainingspartner zu haben, macht das Training angenehmer und sorgt dafür, dass wir beide Verantwortung übernehmen.